Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit der frisch gepressten Sendung für euch hier. Und zwar Themen, die wir haben, frisch gepresst sind Lufthansa A350-1000er, kommt später. Dann haben wir Zahlen von Lufthansa, die sind dieses Jahr mit Verlust gestartet. Wir haben bei Lufthansa eine iPad-Thematik gehabt, ein 380er aus Los Angeles nach München ist notgelandet wegen eines eingeklemmten iPads. Dann die Chinesen rudern irgendwie so zu Boeing-Thema irgendwie zurück. Zusammen schauen wir uns auch nochmal genau an. Und wir haben eine First Class in einem Airbus A321 XLR von Etihad. Wir gucken uns das auch nochmal an, da gibt es auch Bilder zu. Und ich werde euch meine Gedanken sagen, ob es eine wirkliche First Class ist oder nicht. Ihr denkt daran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, zu kommentieren, zu abonnieren, die Glocke anzumachen und natürlich auch aufs Cool in die Community zu kommen. Ich freue mich, wenn ich euch dort auch treffe. Ja, was wollen wir noch machen? Haben wir eigentlich von der Bildqualität hier? Machen wir noch mal ein bisschen schärfer hier, ne? So, jetzt ist es schärfer. Machen wir cinematischer. So, unglaublich falsche Einstellung gehabt. Ja, die Themen, die wir haben, sind natürlich Lufthansa A350-1000, erst 2027 ist ein Thema, das natürlich ein scharfes Bild in 4K verdient. Die Lieferverzögerung ist von 2026 auf 2027 zur Folge kommend, denn aktuell sind Auslieferungen bis 2026 Ende 40 Langstreckensets, aber Airbus und Boeing zusammen. 33 gehen davon an Lufthansa. Die Allegris Dreamliner, die 787-9er, die stehen ja noch rum, sollen ab dem dritten Quartal 2025 ab Frankfurt eingesetzt werden. Aber es gibt halt noch keine FAA-Zulassung für die Allegris-Sitze, für die Business-Class-Sitze. Deshalb wird halt überlegt, ob man mit den gesperrten Sitzen auf mittellangen Strecken fliegen soll, dass also nur die Economy benutzt wird. Dann ist es ja so, dass die Swiss die erste 350-900 im September 2025 bekommen soll. Austrian 3 zusätzliche 787-9er bis Ende 2026. Und Lufthansa will halt Flottenlücken überbrücken, dadurch, dass man halt Flugzeuge länger einsetzt, aber auch durch Wetlease. Ihr wisst ja, Air Baltic und so, oder aber auch natürlich die 380er. Gott sei Dank, ich mag 380er. Und der Leasinganteil bleibt so ungefähr auf 10%. Der Fokus der Lufthansa ist immer noch Eigentum. Man hält auch noch Optionen auf 25 A350-1000 und wie wir ja gehört hatten, war ja in Zürich so ein bisschen, wir haben Lust, also wenn man aus Frankfurt eventuell die Flugzeuge rüber beamen würde, dann würden wir eventuell. Aber wie man ja weiß, im Konzern muss das natürlich auch sinnhaft sein. Aber warum sollten die Optionen nicht auf die Swiss bezogen werden? Die Lufthansa ist in dieses Jahr gestartet, aber mit einem Boom ins US-Geschäft. Deshalb wissen wir, warum Carsten S. so darauf gepocht hat, dass alles tipptopp ist, aber trotzdem mit einem Verlust. Im ersten Quartal sind die Zahlen plus 10% auf 8,1 Milliarden Euro gestiegen. Der EBIT, das ist also der bereinigte operative Verlust, der ist bei 722 Millionen Euro, sind also 15% Minus gegenüber dem Vorjahr. Nettoverlust sind also 885 Euro, über 20% mehr Verlust als in 2024. Der Verlust alleine bei der Passagier-Airline sind 934 Millionen Euro, trotz keiner Streiks. Denn 2024 gab es ja diese Streiklast von 350 Millionen. Und jetzt sagt ihr, ja, Trauerfall, schlimm, alles. Naja, es gibt ein paar Lichtblicke mit 62 Millionen Euro wieder in den schwarzen Zahlen, die Lufthansa Cargo. Und wir reden halt über das erste Quartal. Ne? Bester operativer Jahresstart seit 2016, sagt Carsten Spohr. Da ist ja auch dem Carsten, ist da der Bruder? Arbeitet der Bruder bei? Ich weiß gar nicht, wo der Spohr-Bruder arbeitet. Und heißt also, die Lufthansa Technik hat auch im Q1 mit 161 Millionen plus zum Gewinn beigetragen. Und das Atlantikgeschäft im März deutlich mehr US-Reisende als 2024. April Nachfrage plus 10% gegenüber dem Vorjahr. Sommer plus 6% Kapazitätsausbau nach Nordamerika. Und die Eintrübung ist aber möglich, also eine Reduzierung um 3%. Warum hat man Verluste? Die Gründe sind auch relativ evident.
Es ist so, dass man weniger Sondersteuern, heißt also gleich höhere Steuerlast hat. Man hat Kostenanstieg bei den Flughäfen, ATC, aber auch Wartung ist teurer geworden. Der Kerosinpreis ist natürlich nur 1% gesunken, also das heißt, er kann gar nicht so viel ausbalancieren. So war das Wort. Ja, weiter ist es dann von den Ausblicken her 2025. Die Treibstoffkosten sind minus 600 Millionen gegenüber März bei 7,3 Milliarden Euro. Das Gewinnziel bereinigt EBIT deutlich über dem Vorjahr mit 1,65 Euro Milliarden. Jetzt sagt ihr, was? Ja, weil Ostern ist Hauptreisezeit, das ist aber im Q2. Ne? Also das heißt, Q1 war keine Ostern. Ostern ist immer noch stark, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Man hat konzernweite Kapazitäten plus 4%, heißt also auch da ist Geld zu holen. Und wir haben natürlich das Effizienzprogramm, was es dort gibt. Heißt also, dort ist man im Plan und will dort die Milliarden sparen. Und man sieht sich für den Sommer halt bei der Lufthansa gewappnet und sagt auch, dass man gut aufgestellt ist. Denn die USA-Nachfrage und die gesunkenen Kerosinpreise geben Lufthansa Grund, da positiv in die Zukunft zu schauen. Also ihr seht, hier ist es alles im grünen Bereich, alles in Ordnung und da wird halt dann auch Gas gegeben. China, auch so ein Thema, wäre ein Geschäft, was Lufthansa gerne machen würde, aber durch den russischen Luftraum, durch die Sperrung in der Ukraine halt ein schwieriges Geschäft geworden. Ist es so, dass man bei China Gesprächsbereitschaft jetzt signalisiert hat nach dem Boeing-Importstopp. Denn man hat ja 3 737 MAX gestoppt. Eine davon ist, glaube ich, zurückgeflogen worden. Die Zollerhöhungen bis zu 145% haben natürlich die Chinesen auch nicht ganz so prickelnd gefunden, muss man ja auch sagen. Die Gegenzölle sind bei 125% auf US-Produkte. Und bei 50 Flugzeugen, die halt dieses Jahr alleine auf dem Plan stehen, wäre das natürlich richtig viel Geld. Der Chinese sagt Folgendes, das chinesische Handelsministerium zeigt sich offen für die Kooperation mit dem US-Handelsunternehmen. Bloomberg sagt, dass man auf beiderseitige Vorteile im Luftverkehrssektor hofft und spekuliert, ist ja klar. Und keine offizielle Bestätigung des Boeing-Stopps, aber Hinweis auf Kenntnisnahme der Berichte. Also das heißt, dass man dort durchaus was sagt. Ein Zitat, was ich euch bringen möchte, ist: Wir hoffen, dass die USA die Stimme der Unternehmen hören und ein stabiles Handelsumfeld schaffen. Einordnung ist natürlich auch so. Nach dem ersten harten Schlagabtausch in der Zollpolitik deutet China mit dieser Aussage zumindest verbal die Entspannung an. Also das ist immer ein gutes Zeichen, dass man halt da nicht so hart in den Aussagen sind, weil manchmal sind ja die Aussagen härter als das, was passiert. Aber wenn man auch verbal abrüstet, dann hat man natürlich da auch an dieser Stelle wieder viel Freude. Konkrete Schritte sind natürlich noch in weiter Ferne, aber da muss man halt gucken, was dort noch passiert. Jo, so sieht das aus. Hatte ich im Eingangsbericht 321 XLR gesagt? Ich meine den Airbus A321 LR, also den Long Range, not den Extended Long Range. Und der startet ab 1. August ab Abu Dhabi und damit hat die First Class Premiere in einem Schmalrumpfflugzeug. Nein, wir hatten bei der Lufthansa ja auch schon mal First Class im 320er, aber nun gut, hey, who cares for details? Start ist der 1. August 2025. Man hat 2 First-Class-Suiten, also nur 2 pro Flugzeug und nimmt natürlich klassisch die beiden ersten Sitze. Ich lasse euch mal die Bilder hier so parallel zu dem durchlaufen, was ich sage. Und ihr seht ja auch, dass man dort Schiebetür-Liegefläche hat für eine Begleitperson in 20 Zoll 4K Bildschirm, Bluetooth, Audio, kabelloses Laden. Ziele mit der First Class sind halt eine kleine Auswahl: Paris, Zürich, Düsseldorf, Athen, Kopenhagen, also cool für uns, Asien, Bangkok, Phuket, Krabi, Chennai, Kalkutta, Medan und im Nahen Osten ist es Tunis, Alger, Riyadh. Und ihr seht jetzt auch dann weiter mit dem Luxus am Boden, dass man dort halt dann auch eine neue First-Class-Service hat, heißt also globaler Chauffeurservice bei Start, Ziel in der First Class. In Abu Dhabi gibt es Home Check-in und Land and Leave, also gepäckfrei heißen. Land and Leave muss ich das ja aussprechen. Und der Limousinentransfer direkt zum Flugzeug bei Remote Boarding. Zugang zur First Lounge und Begleitung durch den Flughafen, also ein Personal Assistant Service. Jetzt haben wir auch noch mal ein paar Bilder zur Economy Class. Ihr seht hier halt wirklich vorher die Business Class mit 14 Flatbeds, Direktzugang
zum Gang. Das ist ein 1&1 Herringbone, muss man mögen. Ich bin nicht so ein großer Herringbone-Fan, weil es dann in den Schultern relativ schmal ist. In der Economy Class ist es so, dass es breitere Sitze gibt, 18,4 Zoll, 5 Zoll Recline und 13,3 Zoll 4K Bildschirme. Wi-Fi soll bis zu 1 Gigabips haben, Gigabyte per Second. Damit ist Live-TV-Streaming, aber auch Gaming an Bord problemlos möglich. Ja, man muss ehrlicherweise sagen, dass die Etihad sich mit diesem Produkt abhebt in der Luft. Man muss auch sagen, dass es eine echte First Class kaum gibt mit Lie-Flat auf diesen Strecken. Besonders attraktiv, also im Schmalrumpfflugzeug logischerweise. Besonders attraktiv ist das Gesamterlebnis inklusive halt mit diesem Concierge-Service, PI-Service, egal wie du nennen willst, aber auch mit dem Direct-Ram-Service. Aber die Frage ist es eine wirkliche First Class oder ist es halt so wie bei der Mint, bei JetBlue halt die erste Kabine, die halt so ein bisschen mehr Platz hat? Ist ein bisschen die Frage, eine Gretchenfrage. Ihr könnt ja dazu antworten, was ihr davon haltet, ob ihr sagt, das ist eine First Class, das ist so, oder ist das etwas, wo man wieder den Namen First Class dran getackert hat und es ist eigentlich eher so eine Business Class Plus, was ich eher so sehen würde. Also hier von euch gerne nochmal Hinweise und gerne weitere Kommentare. Kommentare zu eingeklemmten Geräten muss man sich verkneifen, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt dazu was Böses sage, dann passiert mir das auch irgendwann, weil ich auch immer mit meinen Geräten hantiere und einmal hatte ich dann so gedacht, oh schwupps, scheiße, mein Handy ist im Sitz. Ich konnte es gerade noch rausfingern. Aber bei einem Vorfall auf einem Lufthansa Airbus 380 ist es so gewesen, dass ein iPad geklemmt hat. Es ist ein Beispiel natürlich, wie schnell natürlich diese kleine Unannehmlichkeit für den Passagier oder ist es eine Unachtsamkeit oder wie auch immer man das benennen möchte, dann doch zu einem Riesenproblem führen kann. Denn die Crew und die Passagiere, der Flugplan sind alle in Mitleidenschaft gezogen, weil man muss das Thema ernst nehmen. Ist so. Mir ist auch auf einer Landung in Hamburg, als ich aus dem Flieger rausgegangen bin, ist mein Telefon mit dem Display aufgeschlagen und das wurde auch relativ heiß. Gott sei Dank war das nach der Landung, ich habe das Ding mitgenommen. Hat auch nicht angefangen zu fackeln oder so, aber musste mir ein neues Telefon kaufen. Aber wenn das in der Luft passiert, ist das natürlich ein Problem mit diesen Lithium-Ionen-Akkus, denn die sind ja in Tabletts und in Handys verbaut. Und bei dieser mechanischen Beschädigung, so wie es bei mir das Display war, oder aber auch wenn du den Sitz verschiebst, deshalb soll man auch den Sitz aktuell wirklich nicht verschieben, wenn das Handy da drin ist, kann dann natürlich einmal entflammen. Wer das mal gesehen hat, wie so ein Ding brennt, fragt nicht nach Sonnenschein. Und so eine Explosion ist auch nicht wirklich angenehm. In einem Flugzeug ist es bei einem Flug über den Atlantik relativ eine uncoole Geschichte und ein erhebliches Risiko. Nicht zuletzt, weil man natürlich dort den Kabinenbrand relativ schwer dort bekämpfen kann. Also das ist jetzt kein Ort, wo du unbedingt Feuer haben möchtest. Und dann ist man in Boston notgelandet, aus Los Angeles kommend. Ganz einfach deshalb, weil Boston ist ein Flughafen, der hat 380er Erfahrung. Lufthansa hat sogar eine Station dort. Technische Betreuung, Crewversorgung, Logistik sind halt dort schon initiiert. Also man hat dort etwas, worauf man zurückgreifen kann. Und es war jetzt nicht ein akuter Notfall, weil es nicht gebrannt hat, aber es war schon eine vorsorgliche Sicherheitslandung, wo man sagen muss, dass das schon gegeben ist, der Fall. Und wo man ehrlich sein muss und sagen muss, das macht Sinn durchaus, wenn man das iPad nicht selber da wieder rausziehen kann. Und natürlich ist es so, dass die Kombination aus den komplexen motorisierten Sitzen, immer mehr persönliche Elektronik im Zusammenhang eine riesen Challenge sind, die man hat, wenn man diese Geräte hat. Und ich selber habe halt Telefone, iPad, Notebook, was ich da so rumbalanciere. Und deshalb ist es auch wirklich wichtig, dass man die Sicherheitseinweisung, die die Crew gibt, der eine oder andere lacht da vielleicht drüber, aber es ist nichts zum Lachen, dass man, wenn man in der Kabine vor sich hinsitzt und die sagen, hey, wenn dein Gerät in den Sitz reinfällt, Gerät sei schon nicht benutzen, logischerweise, aber den Sitz auch nicht mehr verstellen. Und das ist halt wirklich das Thema. Und dann solltet ihr euch bei der Crew melden. Lufthansa wird jetzt natürlich vielleicht die Anweisung verschärfen, eventuell nochmal auf Bildschirm oder bei der Crew-Ansprache dieses nochmal etwas mehr adressieren.
Aber wenn man sich nochmal die Kommentare anschaut, wo die Leute sagen, dass es natürlich fahrlässig ist, auch dass man mit hämischen Kommentaren da sich kundtut, das ist das Internet. Ich persönlich, ich halte nicht da viel von, weil ich glaube an Karma und ich habe keine Lust, dass ich, wenn ich jetzt hier Lester sage, boah, ist das doof, was es nicht ist, weil es kann jedem passieren, weil ihr habt ja gehört, mir ist es ja auch schon passiert. Gott sei Dank konnte ich es halt wieder rausfingern. Muss man halt wirklich sagen, dass solche Fehler halt passieren und das ist so. Deshalb sollte man dem Kollegen oder der Kollegin, der das passiert ist, kein Strick draus dehnen. Aber denkt dran halt, dass entscheidend ist nicht, dass es, wenn es passiert ist, dass ihr da mit Häme rangeht, sondern dass ihr das adressiert, dass ihr da nicht mehr den Sitz weiter rumprofessionalisiert, hätte ich fast gesagt, sondern euch die professionelle Hilfe der Crew verlassen könnt, die dann das Nötige tut. Und damit sind wir auch schon wieder mit der heutigen Sendung durch. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und natürlich auf School zu kommen. Ja, kommt zu School. Also, alles klar. Ich danke euch, bis morgen und ich bin raus.